1833 trugen Arbeiter im Norden von Wales bei Mold einen großen Grabhügel ab, um Steine zu gewinnen. In einer Steinkiste fanden sie dort fantastische Funde. 300 Bernsteinperlen, vor allem aber ein goldenes Cape, das natürlich zerdrückt war. Sie zerteilten es und verteilten es. Gott sei Dank kamen etwa 2/3 des Capes ins British Museum und können heute hier ausgestellt werden. Das Cape of Mold datiert in die Zeit zwischen 2000 und 1700 vor Christus, also in die Zeit der Himmelsscheibe von Nebra. Das Cape of Mold ist nicht nur ein goldenes Gewand, sondern es stellt vermutlich ein Kettengehänge dar, wie es die superreichen Frauen der Wessex-Kultur in dieser Zeit aus zahllosen Bernsteinperlen hatten, die an Fäden hingen, denn das Muster zeigt uns reihenweise genau solche Perlen in Gold umgesetzt. Es ist also ein goldenes, kann man sagen, Priesterinnengewand. Das wurde offenbar lange getragen. Es ist aus dünnem Blech getrieben und es hat unten und oben kleine Durchlochungen, die zeigen, dass dieses goldene Gewand auf Leder oder Ähnlichem aufgebracht wurde, das diese fragile Goldkonstruktion stabilisieren konnte. Es wurde also tatsächlich und wirklich getragen. Der Herstellungsprozess muss ungeheuer aufwendig gewesen sein, denn es wurde aus einem einzigen Goldbatzen getrieben, ganz sorgfältig in gleicher Dicke, etwa 0,2 Millimeter dünn. Dennoch wiegt es einige 100 Gramm. Und die Halsregion wurde dann später sorgfältig ausgeschnitten. Eine Arbeit, die nicht nur Monate dauern musste, sondern vor allem einen ungeheuer erfahrenen Goldschmied erforderte. Warum machte man so etwas? Weil die Macht auf Priesterkönige übergegangen war. In Mitteleuropa sehen wir hier nur Männergräber. In Wales sehen wir hier eine Frau. Zwar wurden die Knochen nicht untersucht, aber aufgrund verschiedener Überlegungen kommt man dazu, dass es sich vermutlich um ein Frauengrab handelte. Es ist aber ganz bedeutend, dass in diesem Grab noch weitere, einfachere Goldblechreste gefunden wurden, die offenbar zu einem älteren Cape gehören. Wir scheinen es also mit einer langen Tradition zu tun zu haben. Und, das ist ganz spannend, nicht weit von Mold fand sich das fantastische Schiff von Caerguli, ein Kultschiff der frühen Bronzezeit von herausragender Bedeutung. Und wir sind glücklich, dass wir diese Funde hier alle zusammen präsentieren können.